Die FIMI X8 SE von Xiaomi im Praxistest. Der Geheimtipp, sowohl für Fortgeschrittene als auch für Neueinsteiger. Hallo und willkommen auf drohnen.de. Heute in dieser Folge wollen wir uns mal wieder eine Drohne anschauen. Zwar keine ganz neue Drohne, aber eine Drohne, wo wir schon sehr viele Anfragen bekommen haben. Schaut euch doch die Drohne bitte mal an, wo wir selber auch schon sehr viel drüber gehört haben. Deswegen haben wir uns das Gerät besorgt. Und zwar geht es diesmal um die Xiaomi FIMI X8 SE. Langer Name, wird oft auch falsch ausgesprochen. Ich musste es selber auch erstmal lernen. Viele sagen dazu Xiaomi, wird aber wohl Xiaomi ausgesprochen, wie ich das jetzt auch lernen musste. Also nenne ich sie ab jetzt auch Xiaomi FIMI X8 SE. Die Firma Xiaomi ist ja sehr bekannt mittlerweile als Technologiefirma, die Technologie zu wirklich günstigem Preis und wirklich gute Technologie produziert. Und zwar in verschiedensten Segmenten. Die haben eigene Smartphones, Android-Smartphones auf den Markt gebracht mit sehr guter Qualität zu sehr gutem Preis. Die haben eigene E-Scooter, die haben alles mögliche Pipapo um Technik ringsrum. Unterm Strich kann man sagen, immer wirklich hervorragender Preis und für den Preis vergleichsweise sehr gute Qualität. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob sie das für den Drohnenmarkt auch geschafft haben, hier ein Gerät herzustellen, was eben günstig ist und gleichzeitig noch gut. Deswegen freue ich mich auch sehr auf den Test dieses Mal. Ich habe da natürlich schon ein bisschen reingelunzt sozusagen in die Packung, mir das Ganze angeschaut und das macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Deswegen freue ich mich umso mehr, denn wir haben in der Vergangenheit ja viele günstige Drohnen oder billigere Drohnen getestet und alle eigentlich immer durchweg mit relativ schlechtem Resultat oder mangelhaften Ausgang. Deswegen freue ich mich heute mal was zu testen, was wirklich gut zu sein scheint. Und deswegen schauen wir da auch jetzt gleich mal rein und fangen an. Wir zeigen euch auch viele Live-Footage, zeigen euch die ganzen Funktionen, also wirklich ein umfangreiches Testvideo mit allen Details. Zu Anfang erstmal, wo könnt ihr das ganze Gerät kaufen? Wir selber haben uns das Gerät auf Gearbest besorgt. Das ist ja eine der großen internationalen Versandplattformen für Technologie, also wirklich eine Plattform, wo man bedenkenlos bestellen kann, was ein sehr großer Anbieter ist. Dort packe ich euch den Link hier unten auch in die YouTube-Beschreibung rein. Das heißt, während des Videos oder nach dem Video könnt ihr unten in der Beschreibung von YouTube einfach reinschauen, dort draufklicken, dann kommt ihr zum besten Angebot bei Gearbest. Da könnt ihr auch für relativ kleines Versandgeld bestellen. Die Sachen werden zwar direkt aus China verschickt, typischerweise müsst ihr da aber trotzdem keinen Zoll bezahlen, wenn ihr die normalen Euroline oder wie auch immer Versandservices benutzt und es kostet auch nur 2, 3, 4 Euro Versand, also durchweg eigentlich eine schicke Geschichte. Wie gesagt, der Link dazu später unten in der YouTube-Beschreibung. Der Preis, ich muss gerade mal ein bisschen spicken, liegt aktuell so um die 449 Euro, also wirklich eine Drohne im mittleren bis unteren Preissegment, wenn man überlegt, dass die ganzen Mavic 2 Drohnen und so weiter natürlich bis auf 1000, 1300 Euro und so weiter hochgehen. Es gibt natürlich auch noch wesentlich günstigere Drohnen, aber die hier hat einen Anspruch dafür, auch sehr, sehr viele Funktionen zu haben und eine sehr gute Qualität und deswegen auch hervorragend geeignet, sowohl als Einsteiger, die in mittleren Preissegment einsteigen wollen, als auch für Profis, die wirklich gutes Material produzieren wollen an Videomaterial oder Fotomaterial. Und kleiner Hinweis dabei, Achtung vor Angeboten im Internet, die deutlich günstiger sind. Da findet man die Drohne auch ab und zu schon mal für 350 Euro. Da müsst ihr aber bitte genau hinschauen, weil das sind oft nochmal Pakete, die ohne Akku und ohne Fernsteuerung sind, die vielleicht dafür gedacht sind, wenn die Drohne mal abgestürzt ist und komplett kaputt ist, um sich dann den Body mit der Elektronik nachzukaufen. Dort also Achtung, wenn ihr günstige Angebote seht, ob die wirklich auch komplett ist. Ansonsten, wie gesagt, einfach unten in der Beschreibung klicken. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich mache für euch hier mal die Verpackung auf. Ihr seht hier draußen auch drauf schon gleich
Einiges an Beschreibung, eine sehr hochwertige Verpackung übrigens, ähnlich wie die DJI-Verpackung. Wir haben hier 4K bei 100 Mbit Video, also das auch vergleichsweise auf gleicher Liga mit den DJI-Drohnen. Dann ein Dreiachs-Gimbal, der in alle 3 Richtungen stabilisiert ist, sodass ihr da auch ein ruhiges Bild bekommt. Ein faltbares Design, also dadurch auch ultra kompakt. Verschiedene Funktionen wie Smart Track und Smart Flight, das schauen wir nachher nochmal, was das genau ist. Dann eine Reichweite von bis zu 5 Kilometern steht hier drauf. Das wäre rekordverdächtig nah an den DJI-Drohnen. Flugzeit 33 Minuten wäre auch hervorragend. Müssen wir nachher mal genau schauen, ob das auch so ist. Und ein Precise Vision Positioning System, also auch was wir von den DJI-Drohnen kennen, wo zusätzlich zu GPS auch nochmal eine Positionsstabilisierung über optische Kameras erfolgt. Jetzt schauen wir mal in die Packung rein, was wir da alles bekommen. Und das Ganze ist auch schon recht schwer. Das lässt typischerweise im Drohnensegment, und da ist das wirklich meine Erfahrung, leichte Drohnen, zu leichte Drohnen, also unter ein paar 100 Gramm, haben oft dann wirklich nicht viele Funktionalitäten. Technik hat einfach sein eigenes Gewicht und hier haben wir schon ein bisschen was Massives in der Hand. Von daher lässt das schon mal auf etwas Gescheites schließen. Wir haben hier ein paar Anleitungen, Garantiebestimmungen dabei. Die sind hier bei mir erstmal in Englisch. Dann haben wir hier die Fernsteuerung, zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Dann nochmal Ladegerät mit Kabeln, Verbindungskabel für die Fernsteuerung zum Smartphone. Und hier haben wir die Drohne selbst, so klein ist sie quasi zusammengefaltet. Und was haben wir noch? Dann haben wir noch 2 Ersatzpropeller, also einen rechtsdrehenden, einen linksdrehenden. Den lasse ich hier mal in der Packung drin. Außerdem waren in der Packung auch noch hier das normale Netzkabel drin und nochmal ein USB-Kabel. Das lege ich mal zur Seite. Tipp von mir an dieser Stelle: Besorgt euch zusätzlich zu dem einen Akku, der dabei ist, immer gleich einen zweiten oder dritten Akku. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dann könnt ihr durchgängig länger fliegen, obwohl diese angegebenen 33 Minuten ja schon sehr lang sind. Soweit erstmal zu dem, was in der Packung noch mit drin ist. Was ich euch auch noch sehr empfehlen kann, ist ein Transportrucksack. Da habe ich mir hier auch einen sehr schicken besorgt, der auch extra vom Innendesign eben genau für die FIMI-Drohne gemacht ist. Das heißt, die Fernsteuerung und die Drohne passen hier wirklich ganz genau hervorragend rein. Es ist noch Platz bis zu 4 Zusatzakkus. Es ist hier noch eine Tasche für kleinere Unterlagen, wo ihr hier eure Versicherungsbescheinigung oder irgendwelche Papierkram mit reinmachen könnt. Eine Art Hartschale außenrum, auch sehr schön schmal das Ganze und sehr gut zu tragen. Das Ganze habe ich mir bei GearBest auch gleich mitbestellt. Der Rucksack hat gerade mal 30 € gekostet. Also da packe ich euch auch unten unter das Video in die Beschreibung den Link mit rein, falls das für euch ein Thema ist, noch so einen Rucksack mit zu besorgen. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Parallel sei schon gesagt, wir haben das Ganze natürlich auf drohnen.de auch nochmal als schriftlichen Testbericht für euch zum Nachlesen. Da packe ich euch hier oben den Link rein, da einfach draufklicken, wenn ihr parallel den schriftlichen Test auch schon mal aufmachen wollt oder eben im Nachgang. So, die Drohne hat hier vorne so einen kleinen Gimbal-Schutz dran. Das ist einfach nur so ein kleiner Schaumstoffrahmen sozusagen, damit der Gimbal gut geschützt ist. Den montieren wir mal ab. Und ich falte euch das ganze Gerät mal auf. Und zwar muss man einfach hier die Arme zur Seite falten, dann die anderen Arme ebenfalls nach unten falten, damit ihr das Ganze mal in voller Größe seht. Die Propeller sind ebenfalls zusammengefaltet. Die spreizen sich dann automatisch auf, wenn man startet, oder man kann das Ganze manuell machen. Und so sieht das ganze Gerät dann auseinandergefaltet erst einmal aus. Bevor wir mit dem Gerät dann gleich in die Luft gehen und ich euch ein paar Live-Aufnahmen davon zeige und auch die ganzen Funktionen, da mal ein paar Ausschnitte von zeige, erstmal noch ein paar Daten, Fakten. Das Ganze ist natürlich irgendwie so ein bisschen an das DJI Mavic Design-Konzept angelegt mit den faltbaren Beinchen. Das ist ja einfach heutzutage der Kassenschlager, weil man kann das Ganze dann ultra mobil mitnehmen. Das Coole, was ich hierbei relativ cool finde, ist, man hat nicht alles kopiert, man will nicht aussehen wie eine Mavic 1 oder eine Mavic Pro oder eine DJI Mavic 2, sondern man hat trotzdem sein eigenes Design und seine eigene Farbe gewählt, hat eben nur das von DJI übernommen, was
sage ich mal, nötig ist oder was heutzutage der Trend ist, nämlich dieses faltbare Design. Das Ganze hat eine sehr edle weiße, matte Oberfläche und eine sehr, sehr gute Haptik. Also irgendwie lässt das schon auf Qualität schließen. Außerdem hat das Ganze eine 4-Kamera bei 30 FPS und 100 Mbit, stand schon auf der Verpackung drauf. Wenn ihr runterschaltet auf ca. 2,2K, dann könnt ihr sogar mit 60 FPS filmen, also mit doppelter Framerate, zum Beispiel um Action-Szenen zu filmen oder eben das Ganze dann nochmal in Slow-Mo abzuspielen und mit reduzierter Framerate. Es ist ein Sony IMX378 Sensor verbaut mit 1:2,3 Inch und 12 Megapixeln, also von den Daten ungefähr ähnlich wie der von Mavic Air beispielsweise. Von der Qualität kann ich nicht genau sagen, wie der IMX-Sensor zum Sony-Sensor, der in der Mavic Air verbaut ist, im Vergleich liegt. Die Daten jedenfalls relativ ähnlich. Es ist ein 3D-Gimbal verbaut, also der wirklich alle 3 Achsen stabilisiert. Dadurch habt ihr ein ultra weiches Bild in der Luft und habt die ganzen kleinen Vibrationen von der Drohne nicht mit im Bild. Also wirklich kinoreifes Bildmaterial. Ihr könnt den Tilt von dem Gimbal, also von der Kamera, also sprich die nach unten Bewegung, könnt ihr über die Fernsteuerung hier über dieses kleine Rädchen steuern, sodass ihr die Kamera auch während des Fluges neigen könnt. Das gucken wir uns aber nachher nochmal im Detail an. Und ihr könnt sehr viele Einstellungen machen in der App. Die App zeige ich euch nachher nochmal, aber ihr könnt auf manuell stellen, ihr könnt Belichtungen und so weiter alles manuell einstellen oder ihr könnt es einfach auf Automatik lassen. Das könnt ihr sowohl für Foto als auch für Video machen. Die Einstellungen und die Optik da auch sehr an die DJI-Optik angelehnt. Also wer da die Menüs kennt, der wird sich hier schon ein bisschen wiederfinden. Ja, und das Ganze macht wirklich gute und brauchbare Aufnahmen und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt gleich zu Beginn schon mal ein paar Videoszenen, wie das Ganze aussieht, dass ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack dazu habt. Die Fotos werden, wie gesagt, mit 12 Megapixel aufgenommen und können auch im DNG-RAW-Format abgespeichert werden oder eben als JPEG, ähnlich wie das auch die DJI-Drohnen machen. Und hier haben wir mal ein paar Beispiele von Bildern, die mit der Drohne aufgenommen wurden. Kommen wir zum zweiten wichtigen Teil bei einer Drohne, nämlich der Fernsteuerung. Da sehen wir hier schon, die ist ein bisschen größer, hat hier oben die 2 ausklappbaren Antennen. Auch vom DJI-Konzept übernommen sind, dass die Sticks hier abschraubbar sind. Das ist ziemlich cool, weil dadurch lässt sich das Ganze einfacher verpacken. Ein bisschen uncool ist, dass wo die Sticks hier eingeklipst sind, da gehen sie wirklich nur sehr schwer raus. Also wenn man sie da mal fest reingedrückt hat oder so, wie sie ab Werk kommen, muss man erstmal ein bisschen fummeln, bis man sie draußen hat aus dieser kleinen Mulde. Dann sind sie aber sehr schnell und einfach aufgeschraubt. So sieht die Fernsteuerung aus. Ihr habt hier verschiedene Funktionen, nämlich hier unten 2 Rädchen, die ihr belegen könnt, zum Beispiel zur Gimbal-Nike-Steuerung. Dann habt ihr hinten 2 Buttons zum Belegen, die 2 Steuerknüppel natürlich, einen An- und Ausschalter, einen Joystick, den ihr auch mit Funktionen belegen könnt und nochmal einen Knopf fürs Starten und Landen. Und hier ziemlich cool, wie ich finde, die Return-to-Home-Funktion, und zwar nicht einfach nur als Knopf, sondern als Schalter. Dadurch seht ihr auch optisch, egal ob die App gerade funktioniert oder nicht, in welchem Modus ihr seid. Also ob ihr im normalen Flugmodus seid oder eben im Return-to-Home. Wenn ihr nur einen Knopf habt, wisst ihr nicht gerade, hat die Drohne wirklich das Drücken übernommen oder nicht übernommen, kommt sie jetzt zurück oder nicht. Und durch den kleinen Schalter hier könnt ihr das ganz einfach sehen. Genauso oder noch ein anderes ziemlich cooles Feature von der Fernsteuerung ist, dass sich hier die Farbe von dem Take-Off-Button, also Starten und Landen, auch verändert,
je nachdem, ob die Drohne dazu bereit ist oder nicht. Das könnt ihr zwar in der App auch nachschauen, aber hier habt ihr nochmal eine optische Rückmeldung, zum Beispiel wenn das GPS-Signal noch nicht vorhanden ist oder irgendein anderes Problem vorliegt, dann ist eben der Starten- und Landeknopf noch rot und erst wenn er grün ist, könnt ihr den benutzen. Das ist ziemlich cool und ihr könnt hier das Smartphone natürlich reinklipsen und da ist ganz besonders cool, dass ihr hier ein riesen Spektrum habt, also bis zu einem iPad Mini passt hier rein und natürlich auch kleine oder mittlere Smartphones, wie zum Beispiel hier, ich muss aufpassen, dass mir hier nichts wegfliegt, wie zum Beispiel hier mein iPhone 10, das kann ich hier auseinanderziehen und hier wunderbar reinklipsen. Natürlich muss das Smartphone noch mit einem Kabel mit der Fernsteuerung verbunden werden, sodass die zwei Sachen auch miteinander kommunizieren können und dafür sind die Kabel alle mit dabei, sowohl für ein USB-C-Kabel, ein Mini-Micro-USB, glaube ich, und ein Lightning-Kabel für iPhones. Und das Kabel wird dann einfach hier unten in die Fernsteuerung reingesteckt. Und das ist auch sehr cool gelöst und gefällt mir eigentlich sogar besser wie bei DJI, weil mit diesem ganzen kleinen Klappdesign und dem Display unten drunter, so wie es da gelöst ist, hat mir noch nie gefallen. Das wisst ihr, habe ich euch schon mehrfach erzählt. Hier ist das Display erstens mal schön in der Mitte und zweitens mal ist die Kabelführung auch extrem cool gelöst. Ich klipse euch das Ganze hier mal kurz rein, dass ihr das seht. Und dann verschwindet der Stecker hier in so einer Seitenmulde sozusagen drin. Die Kabelführung ist cool gelöst und ihr habt das Display wirklich mittig vor euch, um da alles zu sehen, was es in der App zu sehen gibt. Und dazu gibt es dann eben auch noch besagte App. Die könnt ihr euch im App Store oder im Play Store runterladen. Das ist die Fimi-App, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die nennt sich Fimi-App. Die ist natürlich kostenlos und da habt ihr dann alle Funktionen und vor allem auch das Live-Bild. Das heißt, ihr guckt aus der App live aus der Kamera raus und das sogar in HD und nahezu ohne Verzögerung. Das heißt, ihr habt ein HD-Bild, wo ihr seht, was ihr gerade filmt, wo die Drohne hinguckt, wo ihr alle Funktionen und so weiter, Akkustand, Richtung, Geschwindigkeit und so weiter und so fort seht. Und das Ganze in HD, in super Auflösung und wie gesagt, nahezu verzögerungsfrei. Noch ein paar wichtige letzte Fakten, bevor wir uns dann die Funktionen und die App nochmal im Detail anschauen. Und zwar haben wir eine Reichweite, die Xiaomi hier für die Fimi X8 SE angibt, von sage und schreibe 5 Kilometern. Also das, was wir vorhin auf der Packung auch schon gelesen haben. Das konnten wir natürlich nicht testen, weil in Deutschland ist ja, ihr wisst ja, auf Sichtfliegen gesetzlich vorgeschrieben. Aber alles, was wir gemacht haben und auch relativ weit weggeflogen, kamen wir nie an die Grenzen von dem System. Ich glaube mal nicht, dass es wirklich 5 Kilometer sind, sagt mir jetzt so mein Bauchgefühl, aber lass es weniger als die Hälfte sein, lass es 2 Kilometer sein, dann ist es immer noch viel mehr und viel mehr Puffer, als ihr braucht. Wir hatten auf jeden Fall die ganze Zeit immer eine stabile Verbindung, auch eine stabile Videoverbindung. Und falls man mit der Drohne wirklich irgendwo mal dann zu tief und zu weit weg ist, bekommt man auch super Rückmeldungen in der App. Also man sieht, ob das Videobild beeinträchtigt ist oder die Fernsteuerungsübertragung beeinträchtigt ist und so weiter und so fort. Also da bekommt man sehr viel Hilfe und auch gerade für Anfänger geeignete Informationen in der App. Außerdem die Akkulaufzeit 33 Minuten angegeben. Das haben wir getestet, stimmt nicht ganz, aber man kommt schon so auf die 25 Minuten, 25 bis 30 Minuten, je nachdem wie man fliegt und das ist wirklich eine super Zeit, was die DJI-Drohnen auch gerade mal so schaffen, also da kann man wirklich mehr als zufrieden sein. An Geschwindigkeit erreicht die Drohne 18 Meter pro Sekunde, das sind umgerechnet ungefähr 64 km/h im Sportmodus, den ihr auch extra gesondert aktivieren könnt in den Einstellungen. Das ist wirklich ordentlich und wirklich nicht schlecht. Außerdem die Positionsbestimmung erfolgt über GPS und GLONASS, also beide Satellitensysteme, die es gibt, oder die beiden größten Satellitensysteme, daher auch eine sehr genaue Ortsbestimmung und die Drohne hält da drüber ihre Position und kennt ihre Position und das ist natürlich extrem cool, denn Wind oder auch stärkerer Wind kann die Drohne dann nicht abdriften, sondern sie kommt immer, wie ihr hier im Ausschnitt seht, zur eigenen Position zurück und kann die sehr stabil und wirklich sehr, sehr gut halten und ist deswegen eben besonders natürlich oder hauptsächlich für Outdoor und auch für leichten bis mittleren Wind problemlos geeignet. Bei starkem Wind sollte man so oder so nicht fliegen, aber ich denke auch das würde sie gerade bei den extrem starken Motoren und bei der hervorragenden Performance problemlos meistern. Das Gewicht der Drohne liegt bei 790 Gramm. Das bedeutet, ihr braucht auf jeden Fall so oder so eine Versicherung für die Drohne und ihr braucht auch eine Plakette
wo euer Name und Anschrift draufsteht, denn für alle Drohnen ab 250 Gramm ist ja so oder so Plakettenpflicht. Da verlinke ich euch hier oben mal unseren Informationsbeitrag, wo ihr alles Rechtliche zu Drohnen nochmal findet, und in dem Beitrag findet ihr auch nochmal Links, wo ihr Plaketten bestellen könnt, und auch zu unserem Versicherungsvergleich, um die besten und günstigsten Versicherungen für Drohnen zu finden, sodass ihr da auf jeden Fall rechtlich im grünen Bereich seid. Eine Hinderniserkennung hat die Drohne nicht. Das sieht hier vorne zwar so aus, als ob da Sensoren drin sind, optisch so ein bisschen auch an die DJI-Drohnen angelehnt, aber es gibt da keine Sensorik. Also sie kann nicht erkennen, ob vor sich Hindernisse sind, hinter ihr oder seitlich irgendwelche Hindernisse. Das Einzige, was die Drohne noch hat, ist eine Kamera nach unten. Das ist dieses Visioning-System, was vorne auch mit drauf stand. Das ist nochmal ein zusätzliches Unterstützungssystem, mit dem sie die Bodenmuster beobachtet, und sollte sie schlechten oder gar keinen GPS-Empfang haben, zum Beispiel wenn ihr Indoor fliegt, dann wird darüber das Bodenmuster beobachtet und sie versucht am Hand vom Boden unter ihr die Position zu halten. Da muss ich sagen, das funktioniert so lala, nicht hervorragend, lange nicht so gut wie bei den DJI-Drohnen, die da teilweise sogar auch mehrere Kameras haben, um das Ganze zu machen, aber trotzdem immerhin noch eine zusätzliche Unterstützung, die man typischerweise aber so oder so überhaupt nicht braucht, wenn man normal in der Luft unterwegs ist, denn die Systeme funktionieren nur unterhalb von wenigen Metern, auch bei den DJI-Drohnen, und oben in der Luft übernimmt das Ganze dann die GPS-Ortung. Der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt, die Drohne hat auch sehr viele Sicherheitsfunktionen, unter anderem eben auch das Return to Home, habe ich euch vorhin schon mal kurz gezeigt. Mit dem Knopf hier könnt ihr das manuell auslösen. Es wird aber auch automatisch ausgelöst, zum Beispiel wenn der Akku zur Neige geht, dann bekommt ihr erstmal Hinweisinformationen, dass ihr bitte selber landen sollt. Wenn ihr die aber zu lange ignoriert, dann landet die Drohne auch selber, und man kann in der App sogar einstellen, wie sie dann reagieren soll, ob sie dort landen soll, wo sie ist, oder eben Return to Home, also zu euch zurückkehrt. Das macht sie zum Beispiel auch, wenn die Verbindung mal abbricht, weil ihr doch zu weit weggeflogen seid oder weil es irgendwelche Probleme gibt oder bei sonstigen Problemen, dann kehrt die Drohne zu ihrem Startpunkt zurück. Den hat sie sich gemerkt über die GPS-Koordinaten, sodass ihr da sicher seid, dass das Ganze, ja wie gesagt, auch zu euch zurückkehrt. Man sollte sich aber wie gesagt auf die Funktion nie verlassen, sondern immer selber dementsprechend sicher fliegen. Dann bringen wir die Drohne einfach mal in die Luft und schauen uns das Ganze an. Dazu App, wie gesagt, auf das Smartphone aufgespielt. Mit dem Kabel, mit der Fernsteuerung verbinden, das Smartphone eingeklipst, in die Fernsteuerung Sticks montiert, dann zuerst die Fernsteuerung anschalten, dann die Drohne anschalten, warten, bis genügend GPS-Satelliten vorhanden sind. Das zeigt auch die App wunderbar an, wann die Drohne bereit ist und ob es irgendwelche Probleme gibt oder nicht. Wenn da alles auf grün ist, dann kann man entweder manuell über die Sticks starten oder indem man auf der Fernsteuerung rechts unten den Knopf gedrückt hält, wenn er denn grün ist, und dann startet die Drohne automatisch. Achtung, diese Drohne startet bis auf eine Höhe von 3 Metern und schwebt erst da, also sollte über einem ein bisschen Platz sein. Ansonsten einfach manuell starten und das Ganze funktioniert sehr gut. Und auch in der Luft macht die Drohne wirklich einen sehr guten, hervorragenden Eindruck. Also von den gerade günstigeren Drohnen oder sage ich mal unter 500 € Drohnen gibt es selten nur Modelle, die wirklich gut funktionieren und ein sehr gutes Fluggefühl hinterlassen oder auch ein sicheres Gefühl, wenn man das Ganze steuert. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht, die hier zu steuern und zu testen, weil ich jederzeit das Gefühl hatte, das Ding weiß, was es tut. Es funktioniert sicher. Wie ihr hier seht, steht es auch extrem stabil in der Luft, ist extrem wendig. Man kann coole Manöver fliegen und man hat immer das Gefühl, ja, ein Gerät zu haben, was wirklich das tut, was es tun soll. Deswegen auch besonders für Anfänger sehr gut geeignet, weil es eben keine Spirenzchen macht und wirklich einfach ist zu fliegen, aber eben auch für Fortgeschrittene, weil man da sein Flugkönnen dran schärfen kann und auch wunderbare Aufnahmen mitmachen kann. So, und jetzt schauen wir uns in der App mal ein paar Funktionen an. Ihr seht oben in der Mitte zum Beispiel den Status, da steht GPS, also sprich wir haben genügend GPS-Empfang. Ihr seht die Anzahl der Satelliten, ihr seht rechts oben der Akku, der ist jetzt auf 30%, das heißt ich könnte jetzt nicht starten, sondern müsste erst neu laden. Ihr seht die Höhe, die Entfernung, unten die Kameraeinstellungen, ihr habt links unten das GPS-Bild und in der Mitte natürlich das Live-Bild in Full HD. Rechts oben die Einstellungen, da könnt ihr, wenn wir hier draufklicken, sehr viel einstellen, zum Beispiel
Beispiel die Geschwindigkeit limitieren, die Höhe, die Entfernung, einstellen für Return to Home, auf welcher Höhe ihr heimkommen wollt. Es gibt einen Beginner-Modus, einen Sport-Modus, ein präzises Landen. Die ganze App ist in Englisch, zumindest habe ich noch nicht gefunden, wie man sie auf Deutsch umstellen kann. Ihr könnt Kompass kalibrieren, ihr könnt sogar dynamische Homepoints setzen, wenn ihr unterwegs seid. Und so weiter und so fort. Ihr könnt die Fernsteuerung umstellen, verschiedene Modi umstellen. Pipapo. Ihr habt rechts oben sehr viele Kameraeinstellungen, zum Beispiel jetzt hier aktuell Automatik. Man kann aber auch auf manuell stellen, die ISO-Werte verstellen, die Videoauflösung verstellen, die Videoqualität, die Aufnahme für die Fotos und vieles mehr. Man kann rechts auf der Seite, wie ihr gerade gehört habt, hat man sogar eine Sprachausgabe. Also die App hat gerade gemeldet, dass der Batteriestand zu niedrig ist. Das Ganze aber auch auf Englisch, aber man bekommt zumindest für die wichtigen Sachen auch eine Sprachrückmeldung. Dann kann man rechts zwischen Foto- und Videomodus wechseln. Das Ganze extrem ähnlich der DJI-App. Mir gefällt es sogar ein bisschen besser, weil sie ist noch ein bisschen schlichter und einfacher aufgebaut, sodass man da wirklich extrem schnell sich zurechtfindet. Bei DJI ist dann das eine oder andere doch ein bisschen verkorkst oder erst im zweiten oder dritten Untermenü versteckt. Hier ist alles sehr klar. Ihr habt rechts unten die Möglichkeit, automatisch zu starten und landen. Und was ich euch jetzt hauptsächlich noch zeigen will, sind die Flugmodi. Und da gibt es richtig viele coole Features hier, die auch gut funktionieren. Dazu drückt man rechts unten auf diesen kleinen Roboterkopf mit Propeller. Ich denke zumindest, dass es das sein soll. Und dann seht ihr hier die ganzen Flugmodi und die gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar gibt es zum Beispiel Waypoints. Das heißt, dort könnt ihr automatisches Abfliegen von Wegpunkten planen. Das seht ihr, das Ganze ist jetzt sogar aktiviert. Das heißt, das kann ich offline planen, bevor ich starte. Wenn ich da mal drauf gehe, dann seht ihr, dass ich da eine Flugroute anlegen kann auf der Karte mit verschiedenen Punkten. Ich kann sogar Point of Interest anlegen, sodass ich zwischen verschiedenen Punkten die Drohne automatisch abfliegen lasse, kann je nach Punkt die Höhe angeben und was sie dort machen soll, Kamera starten, Kamera beenden und kann sie währenddessen sogar noch zu anderen Punkten, zu Point of Interest, also zu interessanten Punkten hinschauen lassen, sodass sie zwar in die eine Richtung fliegt, beiher aber einen zweiten Punkt im Auge behält und das vollkommen automatisch macht. Ihr müsst die Drohne dabei natürlich trotzdem im Auge behalten, weil in Deutschland nur Fliegen auf Sichtreichweite möglich ist, aber das ist schon mal ein cooles Feature, was nur relativ wenig Drohnen wirklich gescheit können. Dann der zweite Menüpunkt ist hier gerade ausgegraut. Das ist das Smart Track. Das ist das, was bei DJI Active Track heißt. Und damit könnt ihr Objekte optisch markieren und optisch verfolgen. Und das ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Da könnt ihr euch zum Beispiel selber, und das habe ich für euch hier mal in der Demo vorbereitet, auf dem Fahrrad markieren oder auch andere Personen und dann folgt die Drohne euch, behält euch im Auge und filmt euch dabei, wenn ihr die Videoaufnahme aktiviert habt. Da gibt es 3 Untermodi und zwar Trace, Profile und Lock. Trace ist der Modus, wenn ihr euch da markiert und dann auf Go drückt, dann folgt euch die Drohne. Das Ganze sieht so aus. Das funktioniert auch wirklich sehr gut. Sie folgt euch ganz weich hinterher, behält euch ganz weich im Mittelpunkt und macht dabei hervorragende Aufnahmen. Wie gesagt, das Ganze funktioniert sehr gut. Der zweite Modus ist der Profile-Modus. Da markiert ihr euch auch optisch im Bild. Da soll euch die Drohne aber nicht folgen, sondern soll euch im Profil seitlich im Auge behalten. Das ist was hier bei der Drohne nicht so gut funktioniert. Der ganze Smart Track Modus ist aber hier auch noch als Beta gekennzeichnet. Das heißt, da sollen weitere Updates kommen in der App, wo das Ganze noch verbessert wird. Im Profile Modus, wie ihr hier seht, habt ihr das Problem, wenn ihr euch dann bewegt. Und nicht, wenn ihr euch nicht nur sehr langsam bewegt, sondern ein bisschen über Schrittgeschwindigkeit seid, dann wandert ihr sehr schnell an den Bildrand. Und wenn ihr dann auch noch zu schnell werdet, dann seid ihr ruckzuck aus dem Bild draußen und die Drohne schafft es nicht, euch seitlich quasi im Blick zu behalten und bricht das Ganze dann ab und stoppt. Der dritte Modus vom Smart Track ist der Lock-Modus. Das ist wieder ein Modus, der sehr gut oder sogar sehr, sehr gut funktioniert. Das ist ein Modus, wo die Drohne ihre Position hält und euch gar nicht hinterher fliegt. Ihr markiert aber im Bild trotzdem das Objekt, wie hier eben mich wieder als Fahrradfahrer sozusagen. Und dann behält sie euch trotzdem im Auge, ohne euch hinterher zu fliegen. Und das gibt auch sehr coole Aufnahmen und sehr coole Perspektiven. Und wie ihr hier seht, kann man dann bequem von der Drohne wegfahren und sie schwenkt trotzdem hinter euch
her. Und hier war wirklich beachtlich und das ist sehr selten. Da kenne ich nur sehr wenige Modelle, die das überhaupt machen oder ich weiß nicht, ob das überhaupt schon welche auf die Entfernung geschafft haben. Die Drohne hat mich wirklich auf extrem große Entfernung, wo man mich auf dem Bild nur noch ganz klein erkennen kann, trotzdem im Blick behalten und ständig weiterhin verfolgt. Und das sah wirklich sehr cool aus in den Aufnahmen und hat auch sehr gut funktioniert. Also von diesem Smart Track wirklich 2 Untermodi, die man wirklich sehr gut einsetzen kann. Der dritte Modus hier in der App ist der Modus Orbit. Das ist das, was ihr bei DJI unter Circle oder Kreisen kennt. Und dafür fliegt man zu einem Objekt hin. Man muss sich über dem Objekt befinden. Dann kann man das Objekt quasi aufnehmen, dessen Koordinaten. Dann drückt man eben Objekt aufnehmen, oben den kleinen Button. Als nächstes, und das war nicht so einfach ersichtlich, aber da muss man genau schauen, dann wechselt der Button eben von Center Object auf Set Radius, also Radius Entfernung setzen und dann müsst ihr euch vom Objekt weg bewegen auf den Radius, also auf die Entfernung, in der ihr kreisen wollt und dann nochmal den kleinen Button drücken. Wenn ihr dann den Radius gesetzt habt, dann kommt ihr in ein neues Menü, wo ihr die Geschwindigkeit und die Richtung angeben könnt, in der ihr um das Objekt kreisen wollt. Dort könnt ihr auch auswählen den Modus, und das ist ganz wichtig, darauf zu achten, Free oder Center. Wenn ihr Free auswählt, dann nicht wundern, dann kreist ihr zwar um das Objekt, aber die Drohne guckt in irgendeine beliebige Richtung und ihr könnt die frei bewegen, die Guckrichtung, aber sie behält nicht das Objekt im Auge. Dazu müsst ihr in diesem Untermenü Center auswählen, dass nämlich die Kamera auf den Mittelpunkt vom Kreis ausgerichtet bleibt und erst dann behält sie auch das Objekt in der Mitte, was ihr aufgenommen habt, quasi im Fokus und kreist um das Objekt und macht da, wie ihr hier seht, sehr schöne weiche Kreise um das Objekt und hat das Objekt die ganze Zeit, also den Mittelpunkt von dem Kreis, im Auge und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Außerdem gibt es noch viele weitere Modi, wie zum Beispiel Tap Fly, in dem ihr über das Tippen auf dem Bildschirm die Drohne steuern könnt. Dann gibt es noch den Modus Drony, in dem ihr einen Raketenmodus oder einen Rückwärtsmodus habt. Im Raketenmodus fliegt die Drohne gerade hoch und behält euch dabei im Auge oder wie ihr hier seht, im Rückwärtsmodus fliegt sie rückwärts von euch weg. Ihr müsst euch vorher selber wieder markieren und macht dann ein Drony, also ein Selfie mit der Drohne von euch. Dann gibt es noch einen Spiralmodus, in dem die Drohne dann um euch rumkreist in der größer werdenden Spirale und euch im Blick behält. Das sind soweit die Filmmodi. Und dann gibt es noch Flugmodi zusätzlich, und zwar einen Cinematic-Modus. Das ist ein ziemlich cooler Modus, in dem einfach die Bremswirkung von der Drohne fast abgeschaltet ist oder sehr weich ist, weil typischerweise, wenn ihr die Sticks loslasst und fliegt mit der Drohne in eine Richtung, dann bleibt sie ganz abrupt stehen und steuert sogar noch ein bisschen gegen, um schnell zu bremsen, weil sie ja nicht weiß, ob ihr vielleicht auch wegen einem Hindernis gestoppt habt. Wenn ihr aber in dem Cinematic-Modus seid, dann lässt sie diesen Seitenflug, wenn ihr die Sticks loslasst, ganz weich ausgleiten und driftet dabei noch ein Stückchen weiter. Das macht natürlich hervorragend weiche Aufnahmen. Ihr müsst aber aufpassen, wie gesagt, die Drohne bremst dann nicht so schnell und hat einen viel längeren Bremsweg. Dann gibt es noch den Tripod-Modus. Die Flugmodi übrigens auch alle fast bekannt von DJI. Der Tripod-Modus stellt die Geschwindigkeit und die Behebigkeit der Drohne auf Geschwindigkeit auf sehr gering, die Behebigkeit auf sehr groß, sodass sie sich nur ganz langsam bewegt und ganz langsam dreht. Da könnt ihr auch wunderbar kinoreife Aufnahmen machen und ganz genau steuern, wie hier, wo ich mich gerade in dem Feldkanal quasi befinde. Dann gibt es noch einen Kurs-Lock-Modus. Das ist ein Modus, wo die Orientierung der Drohne immer fix ist. Das heißt, nicht mehr vorne von der Drohne ist dann vorne zum Steuern, sondern egal in welche Richtung die Drohne guckt, nach vorne ist immer von euch wegwärts. Das ist ähnlich wie der Headless-Modus, den man auch von anderen Drohnen kennt. Und dann gibt es noch einen Fixed-Wing-Modus, den gibt es auch nur bei wenigen Drohnen und auch bei DJI nur bei ausgewählten Modellen. Das ist auch ein sehr cooler Modus, und zwar tut die Drohne da so, als wäre sie ein Flächenflugzeug und fliegt dabei gleicht mit dem Gimbal nicht mehr die Neigungen aus, sodass die Kamera immer ganz gerade ist, sondern wenn ihr eine Kurve fliegt, dann zieht sie auch die Kamera in der Kurve mit, und das sieht dann so aus, als wenn ihr in einem Segelflugzeug oder in einem Jagdflugzeug fliegt und ganz weiche Kurven macht und die auch mit eindreht, und das seht ihr hier in dem Beispiel, und das gibt auch nochmal natürlich ganz coole, besondere Aufnahmen, die hierdurch möglich sind. Und dann gibt es nochmal unter andere nochmal einen Flugmodus, der nennt sich SAR. Ich weiß gar nicht, wofür da die Abkürzung ist, aber das ist so eine Art Notfallmodus, wenn man die Drohne benutzt, zum Beispiel um irgendwelche
Personen zu finden oder irgendwelche Orte zu markieren oder wie auch immer. Und da wird euch zusätzlich im Display werden euch noch die GPS-Koordinaten ganz groß angezeigt zur aktuellen Position von der Drohne. Wenn ihr da dann über irgendjemanden drüber fliegt, der irgendwo verloren gegangen ist oder wie auch immer oder irgendeinen Unglücksort und wollt den Unglücksort dann zum Beispiel den Rettungsdiensten mitteilen, dann habt ihr da die GPS-Koordinaten genau im Bild und könnt die dann eben übermitteln. Ich weiß nicht, ob der Modus sonst noch was macht, aber das ist zumindest das, was dort erst einmal ersichtlich war. Zusätzlich bietet die App auch noch die Möglichkeit, Firmware-Updates einzuspielen. Da es aktuell keine gab, konnte ich das nicht testen. Das heißt, ich weiß nicht, ob das über die App direkt funktioniert oder ob ihr die Updates runterladen und auf eine SD-Karte spielen müsst und dann die SD-Karte die Updates macht. Aber ich bin mir sicher, so gut wie die App bis jetzt gestaltet ist und so gut wie die mir gefällt, dass das wirklich sehr einfach ebenfalls funktioniert. Und es werden auch ständig Updates nachgeschoben, die Funktionen noch weiter zu verbessern oder weitere Funktionen hinzufügen. Das Ganze ist natürlich kostenlos und auch die App wird ständig geupdatet, ähnlich wie bei DJI, sodass hier wirklich gewährleistet ist, dass ihr immer ein aktuelles Produkt habt oder noch sogar noch zusätzliche Funktionen später weiter bekommt. Tja, soweit erstmal das, was ich euch jetzt hier zeigen will. Ich will als Fazit oder als Zusammenfassung euch gern mitgeben, das ist ein Gerät, eines der seltenen Geräte, gerade wenn ihr unsere Berichte in letzter Zeit gesehen habt, was ich euch wirklich sehr ans Herzen legen kann. Die Qualität ist wirklich ähnlich oder sehr nah an den DJI-Produkten, wo ihr wisst, dass das wirklich eigentlich hervorragend ist. Der Preis ist aber natürlich sehr interessant mit diesen 449 € circa. Und wie gesagt, ich packe euch das nochmal unten in die YouTube-Beschreibung, wo ihr das Ganze bei GearBest bestellen könnt und wo ihr auch den Rucksack herbekommt. Dazu einfach unten unter YouTube, unter dem Video auf den Link klicken. Dafür ist das wirklich eine geniale Kombination. Es ist natürlich klar, es kommt nicht ganz an die DJI-Produkte ran, von der Entfernung zum Beispiel nicht oder von diesem Tracking-Modus. Dieser Smart Track ist wirklich hervorragend, mehr als es fast alle anderen Produkte überhaupt schaffen hinzubekommen. Aber es ist nicht ganz so gut, wie wenn ihr jetzt eine DJI Mavic Pro, eine DJI Mavic 2 Pro habt. Die kostet natürlich auch dann 1300 €, aber die macht das Ganze natürlich noch perfekter und verliert euch noch seltener aus den Augen. Genauso wie diese Bodenkamera, die Indoor bei den DJI-Geschichten einfach noch besser funktioniert. Das sind aber wirklich ganz kleine Mankos und Jammern auf hohem Niveau. Ich bin wirklich begeistert, wie es so eine günstige Drohne oder Drohne im mittleren Preissegment und vor allem von einem Hersteller, der sich, glaube ich, da das erste Mal überhaupt mit Drohnen beschäftigt, nämlich die Firma Xiaomi mit dieser Fimi, das schafft, so ein hervorragendes Produkt hinzulegen und so eine ausgeklügelte App. Gerade die Apps sind normalerweise grausam bei allen anderen Drohnen, funktionieren gerade so und mal ja und mal nein. Kann wirklich gefährlich sein bei Drohnen. Und die App hier, die ist wirklich auf DJI-Niveau. Das ist hervorragend, so möchte ich es wirklich beschreiben. Ich bin da echt begeistert von. Ich habe vorher nicht gedacht, als wir das Gerät bestellt haben, dass das in dem Ausmaße wirklich so gut funktioniert. Und wenn man sich sagt, ich will eine Drohne kaufen und will nicht zu viel ausgeben, weil ich entweder das Geld nicht habe oder weil ich Anfänger bin und erstmal schauen will, ob das richtige Hobby für mich ist, dann ist genau das Gerät, mit dem ihr gehen sollt. Wenn ihr sagt, es kommt jetzt auf ein paar 100 € nicht an, dann kauft euch natürlich eine DJI Mavic 2 Pro. Die ist oder Zoom oder DJI Mavic 2 Zoom. Die sind beide auch für Anfänger hervorragend geeignet, sind nochmal einen Level drüber, kosten halt das Doppelte. Wenn es euch nicht wehtut, seid ihr damit aber allerbestens bedient, egal ob als Profi oder als Anfänger. Ansonsten für unter 500 € das Gerät hier, meine ganz klare Empfehlung. Ihr merkt, ich bin da wirklich begeistert und das passiert nicht oft. Ihr werdet damit Spaß haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ein paar kleinere Sachen, wie gesagt, funktionieren nicht immer perfekt. Da muss man einfach schauen. Aber von allen anderen Drohnen, die es auf dem Markt gibt, wirklich ein Gerät, wo ich sehr, sehr begeistert bin und mir das Testen auch wirklich Spaß gemacht hat. Ich habe in letzter Zeit oft immer mehr Angst vor den Drohnen gehabt. Ich kann, glaube ich, über die Jahre hin schon sehr, sehr gut fliegen, aber die Billigprodukte sind teilweise so unberechenbar, dass es da schwer ist zu fliegen, besonders bei Wind oder die überhaupt in der Luft zu halten bei den schwachen Motoren. Ihr habt hier wirklich eine sehr gute Qualität. Wo ich nichts zu sagen kann, ist, wie die Supportstruktur bei der Firma ist, wenn irgendwas zu reparieren ist. Aber dadurch, dass ich da schon sehr viel gehört habe von der Firma, dass das jetzt nicht eine No-Name-Firma ist, sondern die eben auch Smartphones in hervorragender Qualität herstellt, wie gesagt, E-Scooter, Roller und
tausend andere technische Produkte, glaube ich schon, dass das eine Firma ist, auf die man setzen kann von der Größe her, weil die einfach auf dem Markt schon eine Zeit lang unterwegs ist und entsprechendes Kapital hat und bestimmt eine der größten Firmen heutzutage am Markt ist und deswegen auch eine entsprechende Supportstruktur hat und auch auf Kundenzufriedenheit ausgelegt ist. Und deswegen mache ich mir auch da relativ wenig Gedanken. Soweit also zum Test von der Xiaomi oder die es falsch aussprechen, wie ich jetzt gelernt habe, der Xiaomi, also nicht Xiaomi, sondern Xiaomi, der Xiaomi Fimi X8 SE. Ich muss selber immer noch mal spicken, relativ langer Name. Eigentlich heißt sie Fimi und der Hersteller ist nur Xiaomi. Also unterm Strich ein super Gerät, soweit vom Test. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch bringt der Test auch was. Ihr müsst selber entscheiden, wie viel Geld ihr zur Verfügung habt, ob ihr mir hier in dem Zusammenhang glaubt oder nicht. Kommentiert gern unter dem Video, würde mich sehr interessieren, wie ihr den Test fandet, wie ihr das Gerät fandet, ob ihr die schon habt oder nicht, ob ihr überlegt, die zu kaufen oder was ihr sonst noch vorzuschlagen habt. Bitte gern unten kommentieren, da bin ich für alle Diskussionen bereit und freue mich drüber. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, bitte auf jeden Fall natürlich sofort abonnieren, wenn ihr wollt, denn dann seid ihr auch bei den nächsten Videos und nächsten Geheimtipps wieder mit dabei oder auch irgendwelche Enthüllungen, wo wir schlechte Drohnen euch zeigen und auch euch sagen, welche ihr auf keinen Fall kaufen sollt. Das gibt es auch des Öfteren heutzutage immer mal wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Natürlich ein Like hinterlassen, wenn es euch gefallen hat. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Wie gesagt, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns dann wie immer im nächsten Video.